Okay, so I was raised without any religious upbringing. Ich wurde ganz ohne Religion aufgezogen. How many in here are the same, raised without any religious upbringing? Wie vielen geht es gleich wie mir, dass ihr ohne christliche Erziehung aufgewachsen seid? That's very interesting. Sehr interessant. And I'm originally from Orlando, Florida. Ich bin ursprünglich aus Orlando, Florida. It's a big city. Das ist eine sehr große Stadt. So there's a lot to do there. Es gibt sehr viel dort. A lot of things that are not good to do there. Ja, es gibt viele Sachen, die man dort machen kann, die nicht gut sind. So my parents, when they were in college, they were hippies. Als meine Eltern in der weiteren führenden Schule waren, da waren sie Hippies. Yeah, so when I was born, they had still kind of that mentality. Und als ich dann auf die Welt kam, hatten sie auch immer noch diese Mentalität. Mm-hmm. So I was exposed to a lot of parties with a lot of alcohol. Als ich aufgewachsen war, war ich vielen Partys auch ausgesetzt mit viel Alkohol. Mm-hmm. And from family members and friends, exposed from a young age to marijuana. Und auch mit Familienangehörigen und Freunden hatte ich mit Marihuana zu tun. So I started smoking marijuana, I think I was 11 years old. Und schon als ich 11 Jahre alt war, habe ich angefangen, Marihuana zu rauchen. Yeah, I can't even imagine that because I think about my own daughter and she's 14 this month and I just can't picture her doing that. So. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, weil ich habe eine Tochter, sie ist 14 Jahre alt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt machen könnte. So I'm so thankful the Lord. Ich bin so dankbar. Sorry. I think Americans are a little more emotional than Germans. Amerikaner sind vielleicht ein bisschen emotionaler als Deutsche. Sorry. So, my parents, they are very loving parents. I'm very thankful for them. Ich hatte sehr liebenswürdige Eltern und ich bin sehr dankbar dafür. And so they did their best. Sie haben ihr Bestes getan. Mm-hmm. So, by the time I was in college, I was already heavy into drinking and a lot of drugs. Ja, als ich auf dem College war, da habe ich schon viel getrunken und Drogen genommen. So, it's hard to see. Can you guess which one is me? Es ist vielleicht schwer zu erkennen, aber könnt ihr raten, wer ich bin auf dem Bild? You can't guess? Ihr könnt raten. I'm the one in the middle of the two girls. Ich bin zwischen den zwei Mädchen. Next to the one with the red shirt, the blonde. So I have the gray shirt on. Ich trage das graue T-Shirt. Ich bin neben der mit dem roten T-Shirt. You can kind of see that it might be me. Könnt ihr mich da erkennen? You can read this quote. I'll read it and then you can translate. Okay. This quote is very special to me. I am instructed to say that some who outwardly appear the most fully given to sin will, when light flashes into the soul, make most successful workers in places where there are just such sinners as they themselves once were. Okay, das Zitat wurde mir sehr wichtig. Da steht, ich wurde gezeigt, dass manche, die von außen wie die größten Sünder wirken, dass wenn sie dann das Licht bekommen und das Licht in ihre Herzen scheint, werden sie die erfolgreichsten Arbeiter gerade an den Orten, wo diese Sünder sind, von denen sie selbst welche waren früher. Mm-hmm. So, I've learned with God that nothing from our past goes to waste with Him. Nichts aus unserer Vergangenheit ist verschwendet dann für ihn. It can all be used in His service. Alles können wir für seinen Dienst gebrauchen. So, no matter what sins we have committed, no matter what sins we've committed, God can actually use it for His good for the salvation of others. Egal welche Sünden wir begangen haben, Gott kann sie gebrauchen, um andere zu retten. He's an amazing God like that. Er ist so ein wunderbarer Gott.
So, in college, I tried to have as much fun as I possibly could. Auf dem College habe ich dann versucht, so viel Freude zu haben wie irgend möglich. To experience as much pleasure as I possibly could. So viel Freude und Vergnügen wie möglich. And I had no thought about my own life. Ich habe mir keine Gedanken über mein eigenes Leben gemacht. About the destruction of my life. Oder dass ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, mein Leben vielleicht zu zerstören. And so I'm very thankful that God was so merciful to keep me from killing myself. Ich bin so dankbar, dass Gott mich dafür bewahrt hat, dass er so barmherzig war, dass ich mich nicht selber umgebracht habe. Not because I was suicidal, Nicht, weil ich irgendwie suizidgefährdet war, but because I was so reckless. sondern weil ich so unvorsichtig, so unbeschwert war. But you can't live that way for so long without your life spiraling out of control. Aber man kann nicht lange leben, nicht lange diesen Lebensstil führen, bis das Leben dann außer Kontrolle läuft und man kann. So I guess maybe when I was about 23, I slowly started losing things. Ja, als ich dann so ungefähr 23 Jahre alt war, ist es dann immer mehr gebröckelt. I lost my car. Ich habe immer wieder Sachen verloren. Ich habe mein Auto verloren. My driver's license. Meinen Führerschein habe ich verloren. A home. Auch mein Zuhause. I didn't have a place to call home. I would live with different friends, whoever would take me in for a short period of time. Ich hatte kein wirkliches Zuhause. Ich habe immer mal wieder zwischendrin bei verschiedenen Freunden gelebt, die mich für eine kurze Zeit aufgenommen haben. And I lost the trust of my parents, so I didn't have a relationship with them. Ich habe auch das Vertrauen meiner Eltern verloren. Ich hatte keine wirkliche Beziehung mehr zu ihnen. I lost university because I flunked out. Ich habe auch die Universität, also ich war dann auch nicht mehr an der Universität. And I was gaining a lot of debt, accumulating a lot of debt on credit cards. Accumulate debt on credit cards. Ja, ich habe viele Schulden auch gehabt. So all these things were against me. Alle Dinge waren gegen mich gerichtet dann. And so then there was one night that I at that time I was living with a friend, and I said my first prayer. Und eines Nachts, da habe ich gerade mit einer Freundin gelebt, da habe ich dann mein erstes Gebet gesprochen. And I said, God, if you exist, why is there so much pain in this world? Ich habe gefragt, Gott, wenn es dich gibt, warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? And I just want to be friends with my mom again, because I really missed her. Ich wollte unbedingt so wieder mit meiner Mama befreundet sein, weil ich sie sehr vermisst habe. So, because I didn't have a car, I had to ride my bike everywhere. Und weil ich ja kein Auto hatte, musste ich überall mit dem Fahrrad hinfahren. But that was the best thing that could happen. Aber das war das Beste, was passieren konnte. So riding my bike to work and to the bus stop and to home and wherever I needed to go. Ich bin überall mit dem Fahrrad hingefahren, in die Arbeit, zum Bus, überall, wo ich hin musste. After 6 months, I was in the best shape physically I've ever been. Nach ein paar Monaten war ich dann am fittesten, wie ich lange zuvor nicht war. Because before that, I could care less about my health or about physical exercise. Davor habe ich nur ab und zu Sport, ein bisschen trainiert. And I ate whatever I wanted. Und ich habe immer alles gegessen, was ich wollte. And in Florida, it's sunny. Und in Florida ist es sehr sonnig. So I'm outside. Dann bin ich viel So I'm draußen. getting fresh air. Ich bekomme frische Luft. So here we have the health laws coming into play. We have exercise, sunshine, fresh air. Ja, wir kennen ja diese Gesundheitsbotschaften mit frischer Luft und Sonnenlicht. And it was working powerfully upon my mind. Und das hat sehr große Auswirkungen auf mein Gedächtnis, auf mein Gehirn gehabt. So Satan was trying to influence me in one direction, and he started getting me interested into the New Age movement.
Und Satan wollte mich verführen, indem er mich ja auf die New Age die Bewegung also angesprochen hat. And New Agers, they are into healthy lifestyle, natural remedies. Ja, und New Agers, die sind auch an diesen Gesundheitsbotschaften, machen das auch und diese Naturheilkunde. So I made the decision to become a vegetarian and to start looking into natural remedies to see what they were about. Ja, ich habe angefangen, vegetarisch zu werden und habe mich über Naturheilverfahren erkundigt. And New Agers are also very open to learning anything that has to do with spiritualism and spiritual things, even about God. Diese New Agers, die haben auch eine sehr große Spiritualität, auch mit Gott und anderen spirituellen Dingen. So I started buying different religious books. I bought a book on Buddhism. Ich habe verschiedene spirituelle oder geistliche Bücher dann auch gekauft, über Buddhismus zum Beispiel. And I was asking my friends at work if I could go to church with them. Und die Leute in meiner Arbeit habe ich gefragt, ob ich mit ihnen in die Kirche gehen kann. Started wondering about the existence of angels. Ich habe angefangen, über die Existenz von Engeln nachzudenken. None of my friends took me to church with them, which was probably a good thing. Keine meiner Freunde hat mich dann in die Kirche mitgenommen, was vielleicht auch gut war. But God was clearly guiding me. Aber Gott hat mich geführt. And so there was one day that I was riding my bike, and I was, we call it window shopping, when there's a strip mall of stores. So I was actually walking my bike, and I was looking at the different stores, seeing what they were. Ja, ich bin einmal mit meinem Fahrrad unterwegs gewesen, habe das so entlang geschoben an einer Straße, wo so verschiedene Schaufenster und Läden waren. And in the midst of those stores, there was an office. Und dann war auch ein Büro da zwischen den Läden. And this office advertised for natural remedies. Und dieses Büro hat für Naturheilverfahren oder Naturheilkunde geworben. And I thought, oh, how interesting, because I want to learn about this. So I went inside. Und ich habe gedacht, oh, wie interessant, darüber will ich mehr erfahren. Und dann bin ich reingegangen. And inside, no one was up front, but there was a flyer on the desk. Und da war niemand drin, aber da war auf so einem Tisch lag ein Flyer. And the flyer spoke about God and the natural remedies. Und der Flyer da konnte man etwas lesen über Gott und Naturheilkunde. So I thought, oh, this is very interesting. They're talking about both things. I'm interested in both things. Und dann fand ich das sehr interessant, weil genau die zwei Sachen interessieren mich. So the man that worked there, he came out. Und dann der Mann, der dort gearbeitet hat, kam dann heraus. And I told him my interest, and he was very happy. Und ich habe ihm von meinem Interesse erzählt, und dann war er sehr glücklich. So he took me back to his office so we could talk, and we talked for a long time. Und dann hat er mich mitgenommen in sein Büro, und wir haben sehr lange geredet. And I asked him if I could volunteer at his work so I could learn more from him. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich dort freiwillig helfen kann bei seiner Arbeit, damit ich mehr lernen könnte. And so he said yes, that I could. So I started working there with him. Und er hat gesagt, ja, das kannst du. Und dann konnte ich anfangen, mit ihm zu arbeiten. And while working there, I was looking at his bookshelf in his office because I've always loved reading. Und während ich dort gearbeitet habe, habe ich mir seine Bücher, die er dort auch verkauft hat, angeschaut, weil ich mochte immer sehr gerne es zu lesen. The book that caught my attention was Counsels on Diet and Foods. Und das Buch, das mein Interesse geweckt hat, war ein Buch, das Ratschläge über Gesundheit. So when I took that book down and began reading it, immediately this was my thought. I said, this is truth. Und dann habe ich angefangen, das durchzublättern und habe sofort gedacht, das ist wahr. So light had flashed into my soul. Und dann kam Licht wirklich in mein Leben. It's incredible when it happens, right? Das ist so wunderbar und unglaublich, als es passiert ist. And so this man turned out to be a Seventh-day Adventist. Und dieser Mann war dann ein Siebenten-Tags-Adventist. And so he saw my interest, and he started talking to me about the Sabbath. Und er hat mein Interesse gesehen und hat angefangen, mit mir über den Sabbat zu reden. And I was the kind of person that was very naive and vulnerable and would believe anybody. Ja, ich war damals sehr naiv und ich würde es nicht jedem glauben. So thankfully God sent me
to the Seventh-day Adventist message before he sent me anywhere, before the enemy was able to send me anywhere else. Ja, genau. Ich war so naiv, dass ich jedem glauben würde und glücklicherweise hat Gott mich zu dem 7. Tagsadventist geführt, bevor er mich irgendwo anders hingeführt hat. So I studied for about a year. Ich habe ungefähr ein Jahr weiter gelernt und studiert. And then I was baptized. Und dann wurde ich getauft. But when you're baptized, that's just the beginning. Aber wenn du getauft bist, das ist erst der Anfang. There's still so much you have to go through. Es gibt noch so viel, wo man durchmachen muss. To unlearn everything that you learned when you were not a Christian. Man muss so viel nachholen, noch lernen, um das aufzuarbeiten, was man gemacht hat, als man kein Christ war. To learn to develop a personal relationship with God. Und eine persönliche Beziehung mit Gott zu entwickeln. I would say that I didn't really develop a personal relationship with God until my daughter was around 4 or 5. Ich würde sagen, dass ich nie wirklich eine persönliche Beziehung mit Gott hatte, bis meine Tochter so 4 oder 5 Jahre alt war. So after I was baptized, I had that high Christian experience where I was very happy. Nachdem ich getauft wurde, hatte ich diese schöne Erfahrung. Ich war sehr glücklich. And I met my husband in Orlando. He was a student at Wildwood. Ich habe meinen Mann kennengetroffen in Orlando. And the students from Wildwood were on a mission trip in Orlando, so that's where I met him. Er war damals ein Student auf Wildwood und die Studenten dort waren auf einer Missionsreise und deshalb habe ich ihn dort kennengelernt. And we married, and then I went to Wildwood as a student for a short time. Und dann haben wir geheiratet und ich bin auch für eine kurze Zeit als Studentin nach Wildwood gegangen. We decided to move to California. We lived there in the Bay Area of California for 3 years. Dann haben wir uns entschieden, nach Kalifornien zu ziehen und haben dort für ungefähr 3 Jahre gelebt. So that's where he could work on his immigration status, and then I could work on piecing my life back together. Er hat er hat dann Studien über Immigration durchgeführt und ich habe Zeit gehabt, um mein Leben wieder aufzuarbeiten. So that I could pay off my credit card debts. Ich habe meine Schulden wieder bezahlen. Get my license reinstated. Ich habe meinen Führerschein wieder erneuert. Yeah, so I could become a normal member of society again. Wurde ich ein normales Mitglied der Gesellschaft wieder. Yeah, so, but after 3 years, we were both ready to go back to a self-supporting institute and go to school, to the medical missionary school. Nach 2 Jahren waren wir dann bereit, wieder zusammen auf eine Missionsschule zu gehen, um weiterzulernen. But while we were in California, I picked up a bad habit that I was struggling with. It was like my last vice that I was holding on to. You know, vice, like it's like an addiction, like something that you just feel like you can't live without. Ich hatte noch eine letzte Sucht, an der ich arbeiten musste. And that was caffeine. Und das war Koffein. So I struggled with that while we were living in California, and then we moved to Uchee Pines, and I tried to give it up because I knew at Uchee Pines they don't support caffeine. Und ich habe damit gekämpft, als wir in Kalifornien gelebt haben und als wir dann nach Uchee Pines gezogen sind, da wusste ich, dass ich das aufgeben musste, weil sie haben das nicht unterstützt dort. But like I said, I had not developed that personal relationship with Jesus yet, so I could not give it up in my own strength. Aber wie ich schon erzählt hatte, ich hatte damals nicht die persönliche Beziehung mit Gott und deshalb konnte ich es nicht in meiner eigenen Kraft auch aufgeben. So I actually, it was one of those sinning and repenting, give it up, but then go back and get it, and give it up and then go back and get it. Ja, ich habe immer wieder hin und her gespielt, ich habe es aufgegeben und dann doch wieder gemacht, habe gesündigt und das wieder Buße getan und immer wieder hin und her. So it was a secret addiction that I had, a secret struggle that I had while I was living at Uchee Pines. Ja, es war ein Geheimnis, eine geheime Sünde. Only my husband knew about it because I would admit to him when I would take it again. After some time, I would say,
because I would reach out to him for help. Ja, nur mein Mann wusste es, als wir in Uchee Pines gelebt haben, und ich habe immer wieder ihn um Hilfe gebeten. So even after I had my daughter, I continued to struggle with this addiction of the caffeine. Auch als meine Tochter schon auf der Welt war, habe ich immer wieder noch gekämpft mit dieser Sucht. And I was really struggling with depression as well. Ich habe auch mit Depressionen gekämpft. And I remember yesterday in the roundtable discussion I was sharing with you about if you're not fully understanding things about God and the nature of sin and the nature of Satan, He's very merciful. Und ich habe euch gestern schon erzählt, als wir zusammensaßen, dass wenn wir noch nicht dieses volle Verständnis haben von Sünde und der Macht Satans, dass er dann sehr barmherzig ist. So I can't say that anything really bad was happening in my life, except that I had depression and I didn't have that joyful relationship with the Lord. Ja, gab nicht so viele schlimme Sachen, außer dass ich halt diese Sucht hatte und keine wirkliche persönliche Beziehung zu Gott. But finally, the Lord, after years of struggling with this addiction, and the Lord said that it was time for me, how do I put it? For something more serious to happen, to wake me up. Und nach vielen Jahren des Kampfes hat Gott dann schließlich zu mir gesagt, dass es Zeit war für was Ernsteres, dass ich endlich aufwache. And so whenever I would be struggling again with the caffeine, at night I began having really strong demonic attacks, very scary ones. Ja, und als ich noch weiter damit gemacht habe, mit der Sucht nicht klargekommen bin, hatte ich auf einmal sehr starke auch Angriffe von Satan. And also began attacking my daughter as well. Ich habe auch angefangen, meine Tochter anzugreifen. And she would, so the demon would attack me, and then it would attack her next. Also der Teufel hat erst mich angegriffen und dann auch meine Tochter. And she would let out these blood-curdling, piercing screams. They were horrible. Da hat meine Tochter sehr, sehr schrecklich auch Schreie ausgestoßen. Die waren sehr schrecklich für mich. So it reminds me of Walter Weiss' testimony a little bit. I don't know if you've heard his testimony with his son. Das erinnert mich auch an Walter Veits Zeugnis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sein Zeugnis mit seinem Sohn. So it would help for a time where out of fear I wouldn't have caffeine. Für eine Zeit lang hat es dann geholfen und ich hatte kein Problem mit Koffein mehr. But it's amazing when you're so addicted to something, you start rationalizing a way to have it. Und wenn man dann so lange mit so einer Sucht zu tun hatte, dann ist es wirklich schwer auf einmal, wenn man die nicht mehr hat. So I would give it and have it again. Und dann habe ich das wieder Gott abgegeben. So the demonic attacks would come again and they would get stronger and more dramatic and more scary. Und diese teuflischen Angriffe kamen dann immer wieder und wurden immer schrecklicher und immer angsteinflößender. And then one day the Lord impressed me that if I continue in this path, that I could become possessed. Und Gott hat mir gezeigt, dass wenn ich so weitermachen würde wie bisher, dann würde ich vielleicht auch befallen werden. And if that were to happen, I could do anything to my daughter and I wouldn't even know. I could do something harmful to her and I wouldn't even know. Wenn ich dann besessen wäre, dann könnte ich alles mit meiner Tochter machen und auch sehr schlimme Dinge und ich würde das nicht mal merken. And that was finally the turning point. Und das war dann der Schlüsselpunkt, der Wendepunkt. I couldn't picture doing that to my daughter because we read about these kinds of murderous attacks from mothers to their children. Und ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, sowas meiner Tochter anzutun, weil wir hören manchmal von so Geschichten, wo Mütter diese Attacken und Angriffe haben, wo sie ihre Kinder töten. And I didn't want to be that mother. Und ich wollte nicht so eine Mutter sein. So I was finally able to give it up. Dann war ich schließlich dann auch bereit, das abzugeben. Yeah.
But then the Lord had to still help me to overcome depression Aber dann musste Gott mir immer noch helfen, meine Depression zu überwinden. and anxiety and knowing how to live without this vice, this comfort. We call it a crutch, something that you lean on. Und mit dieser krampfhaften Angst umzugehen, weil ich ja diese so einen Entzug hatte von meiner Droge, die ich ja, oder von der Sucht, die ich ja so lange damit umgegangen bin. I don't know if I think I have her picture. Here she is. Noch ein Bild. So he gave me this. Sieht man es nicht mehr. Also Gott hat mir eine Frau zur Seite gestellt. I had prayed for more children. Ich habe eigentlich für mehr Kinder gebetet, um mehr Kinder. And I asked the Lord, I said, what do you want? Do you want us to adopt? Do you want us to conceive? Or do you just not want us to have any more? Ja, und ich habe Gott gefragt, willst du, dass wir welche adoptieren? Oder willst du gar nicht, dass wir noch mehr Kinder haben? And, oh yeah, there she is. And so the answer came in a very unusual way to where there were some church members. Und die Antwort kam dann auf sehr ungewöhnliche Weise. Es gab ein paar Gemeindemitglieder. And they were in their 90s. Sie waren schon so um die 90 Jahre alt. And the wife, she needed full-time care. Und die Frau hat ganzzeitliche Pflege gebraucht. And she was in a wheelchair. Und sie saß im Rollstuhl. And they didn't want to go to a nursing home. Und sie wollten nicht ins Pflegeheim geben. And my daughter and I had already been visiting them before we knew they needed full-time care. Und meine Tochter und ich haben sie schon mal besucht, bevor wir wussten, dass sie eigentlich ganzzeitliche Pflege braucht. And so the husband is the one that presented it to me about this idea of some church members caring for them. Und ihr Mann hat mir dann darüber erzählt, über die Idee, dass vielleicht manche Gemeindemitglieder helfen könnten, sie zu pflegen. And at first I thought there's no way that I could do it. Und am Anfang habe ich gedacht, niemals werde ich das tun. But then it was in the beginning of the week and during that week the Holy Spirit was really convicting me very strongly. Dieses Gebet war an einem Wochenende und während der darauffolgenden Woche hat der Heilige Geist sehr stark an mir gewirkt. That I could do it and that God would help me. Er hat mir gesagt, dass ich es wirklich tun könnte und dass Gott mir helfen würde. So by the end of the week, my husband and I, we said yes to God and we took this couple in. Und am Ende der Woche haben dann mein Mann und ich Ja gesagt und haben dieses Ehepaar bei uns aufgenommen. By that time, my daughter was about 4. In dieser Zeit war meine Tochter ungefähr 4 Jahre alt. And it was the hardest thing that I've ever done. Und das war wirklich das Schwierigste, was ich je gemacht habe. But it was the best thing that could ever happen to me. It was the best answer to prayer for more children. Aber es war auch das Schönste, was passieren konnte und die schönste Antwort auf mein Gebet um mehr Kinder. So we talked about prayer yesterday and about God answering prayer, right? Wir haben ja gestern über Gebet gesprochen und wie Gott Gebete beantwortet. And I could say to God, why didn't you answer my prayer for more children? I prayed every day for a year. Und ich hätte Gott fragen können, warum hast du mein Gebet nicht beantwortet, mehr Kinder zu haben? Ich habe wirklich ein Jahr lang jeden Tag gebetet. But he had in mind other types of children that I wasn't thinking of. Aber Gott hatte andere Art von Kindern vorbereitet, an die ich nicht gedacht hatte. These really are like children. Weil die waren wirklich wie Kinder. And so this is what helped me to overcome my depression. Und das war es auch, was mir geholfen hat, dann meine Depression zu überwinden. And it helped me to overcome I was not enjoying being a mother at home and doing all the housework and the house duties because I wasn't used to that. Ja, ich war auch eine Frau, die es nicht wirklich gerade genossen hat, die ganze Hausarbeit zu tun, alles was im Haushalt angefallen ist. So I would find every excuse to leave home and go shopping and go to fast food restaurants. Ich habe mir alle möglichen Entschuldigungen einfallen lassen, dass ich vielleicht jetzt einkaufen gehen kann oder in Fast-Food-Restaurants. Just so that I wouldn't have to be at home. Nur, dass ich nicht zu Hause sein musste. It was too boring for me. Es
war viel zu langweilig für mich. Because see, I come from a life where I remember I had a lot of stimulation, a lot of partying, a lot of fun. Ja, weil ihr wisst, ich kam ja aus bin ja aufgewachsen mit sehr viel Party und Feiern und viel Musik und Yeah. And my mom was a working mom, so she wasn't at home like that. Und meine Mutter To teach us. war jetzt auch keine so immer arbeiten, hat auch nicht immer als Hausfrau so zu Hause gearbeitet. But with this elderly couple, I had no choice but to be at home. Ja, aber mit diesem älteren Ehepaar musste ich ja zu Hause sein. Mm-hmm. So it did what it needed to do. It did the job that it needed to do. It changed me so that I learned to be content. I learned to be happy. Und das hat mich dann auch verändert, so dass ich zufrieden und glücklich war. It wasn't easy. It didn't happen overnight. It took several months. Es war nicht einfach. Es ging jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern hat wirklich Monate gedauert. And actually, there was a time that I was ready to give them up and send them away. Und es gab auch eine Zeit, wo ich bereit war, alles aufzugeben und sie einfach wegzuschicken. It was too hard. I couldn't take it anymore. Es war einfach zu anstrengend. And so I picked up the phone to call the nursing home to make arrangements that they would go there. Und ich habe schon angefangen, das Pflegeheim anzurufen, dass sie die Vorbereitungen treffen könnten, um sie aufzunehmen. And this is the first time that I heard God's voice, but it wasn't audible. It was just a very strong thought that came into my mind. Und dann habe ich Gottes Stimme gehört. Das war jetzt keine so laute Stimme, aber es war ein sehr starker Gedanke, der in meinem Gedächtnis aufkam. And he said, put the phone down. Er hat gesagt, leg das Telefon hin. And I cried, why? Why do I have to put the phone down? Und ich habe auch geschrien, warum? Warum muss ich das Telefon weglegen? And he repeated it again, put the phone down. Und er hat es wiederholt und gesagt, leg das Telefon weg. And so I did, and I fell to my knees and I cried to him. Und dann habe ich das gemacht, hat geweint und bin auf die Knie gegangen. And he told me that I'm going to help you. And he gave me peace, that I could get up and keep going. Und er hat mir dann auch die Friede und die Ruhe gegeben, weiterzumachen und gesagt, du schaffst das machst du weiter. And I don't, when the Holy Spirit is working on the heart, you don't really know when the change is happening. Und wenn der Heilige Geist am Herzen wirkt, dann bekommt man nicht immer mit, wie das wirkt. So when it does happen, and you realize it, it's like you wake up and think, oh, when did this start happening? Und wenn man das dann mitbekommt und dann kommt der Gedanke auf, ja, wann hat das jetzt angefangen? But I remember the day that I realized that I had changed. Aber ich habe dann langsam gemerkt, dass ich mich wirklich verändert habe. Because I was cleaning and I had just got done helping Grandma Lida. Ich war gerade dabei, zu helfen und aufzuräumen. And I was singing and I was happy and I was content. Und ich habe gerade gesungen und war wirklich fröhlich und zufrieden. And I stopped and I said, wait a second, I'm content. When did this happen? Dann habe ich innegehalten und gedacht, warte, ich bin glücklich. Wann ist das passiert? I said, Lord, it's just like with Joseph. Und da habe ich gedacht, Herr, das ist wie mit Josef. Joseph was in Potiphar's house. He was a prisoner and he didn't know when he was going to get out. Und Josef war ja damals auch im Gefängnis und er wusste nicht, wann er wieder rauskommt. And I said, I don't know when these elderly people are going to die, so I don't know when I'm going to get out of this home. Und ich dachte, ja, ich weiß nicht, wann die älteren Menschen sterben. Ich weiß nicht, wann ich hier aus dem Haus rauskomme. But I said, it doesn't matter to me because I'm willing to do it as long as you want me to do it. Aber es macht mir nichts aus, weil ich bereit bin, so lange es zu tun, bis es zu Ende ist, bis du gesagt hast. And that was truly a miracle of God for me to genuinely feel that way. Und das war wirklich ein Wunder von Gott, dass ich mich so gefühlt habe. And so what I've learned from the Lord is that when you have submitted to Him and you say yes to Him and you learn to be faithful in the little things. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn man wirklich Gott hingegeben ist und ihm im Kleinen treu ist, He will make you faithful in much. Dann wird er euch auch im Großen treu machen. He'll give you the desires of your hearts.
dann wird euch den Wunsch in eurem Herzen geben. Because even after I was baptized, I wanted to be a full-time missionary somewhere. Weil nach meiner Taufe wollte ich irgendwo ein Vollzeitmissionar sein. I love the idea of the adventures of travel and living in a different country. Ich fand das sehr spannend, immer rumzureisen und in anderen Ländern zu sein. But my husband doesn't share this dream. He doesn't mind living in a different country. Aber mein Mann teilt diese Freude und diese Begeisterung nicht. But in America, where you know, he's just content and he's happy there, and he doesn't want to live, I guess, in another foreign country. But that's okay. Mein Mann ist zufrieden in Amerika und er würde jetzt nicht unbedingt woanders wohnen wollen, in einem anderen Land. But while I had this elderly couple with me, aber während ich dieses ältere Ehepaar bei uns hatte, the Lord started opening doors in the city for many outreach opportunities. Hat der Herr die Stadt vorbereitet für viele Möglichkeiten, Outreach zu machen. So I had, and I've always loved outreach actually. Even after I was baptized, I had a love for outreach. I was scared of it, but I had a love for it. Ich liebe wirklich Outreach zu machen. Seit ich getauft bin, liebe ich es, rauszugehen und Mission zu machen. Remember in the beginning with the quote that I shared next to the picture of me when I was at the bar. Erinnert ihr euch am Anfang an das Bild und das Zitat daneben, wo ich auf dem Bild zu sehen war, wo ich an der Bar war mit anderen Leuten? It said that the sinner who was once very deep into their sins. Dort steht, dass die Sünder, die damals sehr stark in ihrer Sünde verflochten und eingefangen waren, God can make them a very good worker in the area where they came from. Dass Gott genau diese Menschen benutzen kann, dort in dem Gebiet, wo sie früher waren, zu arbeiten und zu wirken. So we had gone to a drug rehabilitation center. Wir sind dann zu einem Behandlungszentrum gegangen. And we asked the people there if they wanted us to teach any classes to the ladies. Und wir haben dort gefragt, ob sie es ermöglichen könnten, dass wir dort die unterrichten und lehren. And we gave them many options. We gave them health, family, parenting, finances. Wir haben ihnen viele Themen vorgeschlagen über Gesundheit, Familie, Elternsein oder andere Themen. But the director chose health. Aber der Vorsteher von diesem Zentrum hat sich für Gesundheit entschieden. So that's I just want to. It shows you the power of the right hand of the gospel. It's very powerful. It's really truly an entering wedge. Ja, das zeigt uns wirklich die Macht von der rechten Hand des Evangeliums, der Gesundheit. And today the people are really seeking it. Und heutzutage brauchen die Menschen das und sehnen sich sehr danach. So we were able to secure a very difficult teaching spot. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, eine sehr they gave us the privilege of teaching there every week. Wir hatten die Möglichkeit, jede Woche zu unterrichten. Which was very difficult to have because there was a lot of people who wanted to teach there. A lot of different churches who wanted to teach there. Sehr viele Leute oder sehr viele Kirchen wollten dort unterrichten und wir hatten die Möglichkeit dazu. So it was a real blessing that we were able to receive this appointment. Ja, es war ein wirklicher Segen, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen haben, diese Zeit auch, weil sich ja sehr viele darum beworben haben oder sehr viele das tun wollten. So we taught cooking classes. Wir hatten you can see Samantha is there. I don't know if you see my daughter. Ich weiß nicht, ob ihr meine Tochter seht. Sie ist da im Hintergrund zu sehen. And so the people that you see teaching are different people from Uchee Pines. So I was in charge of organizing the people that would come to teach. Die Menschen, die dort unterrichten, sind alles Menschen von Uchee Pines und ich war dafür da, das zu organisieren, die verschiedenen Unterrichtseinheiten. So I want to tell you that also to encourage you because I come from a life where
you know, I flunked out of college. I dealt with addiction. I didn't have any confidence in my abilities. Ja, ich sage euch das, euch zu ermutigen, weil ich kam ja aus diesem schwierigen Verhältnis. Ich habe viel durchgemacht, bin von der Schule geflogen und hat mit verschiedenen Dingen zu tun. And I didn't really have any professional skills or experience. Ich hatte auch keine irgendwie berufliche Erfahrung oder Möglichkeiten. So it's not like I had a lot of skills in organizing and planning. Es ist nicht so, dass ich irgendwie gewohnt war, Sachen zu organisieren oder große Erfahrungen darin gesammelt hätte. But God will train you and He will teach you and He will heal your mind. Aber Gott wird euch das zeigen und beibringen. And so that's what He did. And so I was able to start organizing these kinds of outreach. Das hat er bei mir gemacht und deshalb war ich in der Lage, diese Outreach-Aktionen zu organisieren. So we taught soap making and wir haben den Leuten Nähen beigebracht. And I would have different speakers come in. We had Scott Ritzema and Dwayne Limon. Wir hatten auch verschiedene Sprecher dann eingeladen. We taught hydrotherapy. Wir haben Wassertherapie beigebracht. And natural remedies. Und Naturheilkunde. We were giving massages. Wir haben Massagen durchgeführt. We were doing children's programs because it was also a homeless shelter for women and children. Wir haben auch Kinderprogramme durchgeführt, weil es auch so ein Heim war, wo Mütter mit ihren oder Alleinerziehende mit ihren Kindern wohnen konnten. And we were doing health expos and helping people to give up their cigarettes. Wir haben auch Gesundheitsausstellungen gemacht, wo wir Menschen geholfen haben, das Zigarettenkonsum aufzugeben. And this is a woman crushing her last pack of cigarettes, and to this day she still doesn't smoke. Ja, da sieht man eine Frau, die ihre letzte Zigarettenschachtel zerdrückt oder kaputt macht, und seit dem Tag raucht sie nicht mehr. And then the Lord did something really special, and I went to the director and I said, I have this vision for the women. Und dann ist etwas sehr Erstaunliches passiert und ich bin zu dem Vorsteher, dem Direktor dort gegangen und habe gesagt, ich habe diese Vision, dieses Ziel für die Frauen. I want them to be able to experience a healthy lifestyle for at least a week. Und ich möchte gern diesen Frauen zeigen, einen gesunden Lebensstil zu führen für mindestens eine Woche. I want them to be able to eat a plant-based diet. Ich wollte ihnen zeigen, wie man sich pflanzlich ernährt. So can we come and cook here for them? Können wir also kommen und hier kochen? And she said, I can do even better for you. Und die Frau hat dann gesagt, ja, ich kann noch was Besseres für euch tun. We have campgrounds out in the country with cabins and a chapel and a cafeteria. Wir haben hier Räumlichkeiten und eine Cafeteria. And the people from Uchee Pines can go with the women and children to those campgrounds and stay there for a week. Und ihr könnt auch zu diesem Camp oder diesem Ort gehen, ihr von Uchee Pines zusammen mit den Frauen, und dort für eine Woche bleiben. And you can plan the whole program and teach them whatever you want. Ihr könnt das ganze Programm für diese eine Woche planen und ihnen alles beibringen, was ihr wollt. Can you imagine? I've never planned anything in my life, and here I have this huge project that just fell in my lap. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe nie irgendwas Großes in meinem Leben geplant oder organisiert, und jetzt kommt dieses große Projekt, wird gerade mir geschenkt und gegeben. And from this mind that was so damaged by drugs and alcohol. Und mit meinem Gedächtnis, meinem Gehirn, das so zerstört ist von Alkohol und Drogen. God helped me to do something I never thought was possible. Und trotzdem hat Gott mir geholfen, etwas zu tun, wo ich nie gedacht habe, dass das möglich wäre. And he sent people to help me as well. I couldn't have done it by myself. Und er hat auch mir Menschen geschickt, die mir helfen konnten, weil ich hätte das niemals allein tun können. So we were cooking together and eating together, and you can see all the children. Wir haben zusammen gekocht und zusammen gegessen, und ihr könnt auch die ganzen Kinder hier sehen. We were giving them hydrotherapy treatments. Wir haben ihnen Wasseranwendungen gegeben. And the women, they tried to stop smoking for that week, so we had to give them hot foot baths for their headaches. Wir haben ihnen auch, also die Frauen haben auch aufgehört, für diese Woche zu rauchen. So we were doing health counseling and health expos. Und wir haben verschiedene Gesundheitsprogramme durchgeführt. Teaching the children about health. Wir haben den Kindern etwas über Gesundheit beigebracht. Chair massages and. Wir haben auf so Massagestühlen ihnen Massagen gegeben. And again, more hydrotherapy and then bread baking and charcoal. Noch mehr Wasseranwendungen, und wir haben Brot gebacken und mit Kohle gearbeitet.
And we were doing church services with them. Und wir haben auch Gottesdienst mit ihnen durchgeführt. And we slept with them in the cabins. The women and the men were separate. Es gab auch so Orte, wo die dann schlafen konnten, die Männer und die Frauen getrennt, und wir haben mit ihnen dort geschlafen. And we just developed amazing relationships, and as a result, the women were asking a lot of questions about the Bible. We were doing Bible studies with them, and they were asking questions about our religion and why we dress the way we dress and eat the way we eat and everything. Ja, wir haben sehr viel Zeit mit ihnen verbracht und gute Beziehungen aufgebaut, sodass die Menschen Fragen gestellt haben über unsere Religion, unseren Glauben, warum wir so handeln, wie wir handeln, warum wir so unsere Kleidung so ist, wie wir sie tragen, und warum wir uns so ernähren, wie wir es tun. So it was a beautiful experience. Es war wirklich eine wunderbare Erfahrung. And as a result, from all that God has done for me, we have done so many outreach projects now that I have hundreds of slides with pictures that I could share. I share them in different venues because it's my passion. I love outreach and evangelism. Ja, als Ergebnis davon haben sich noch viele andere Outreach-Aktionen entwickelt, und ich habe jetzt ganze Riesenmengen von Bildern von Aktionen, die wir durchgeführt haben, und ich teile sie immer mal wieder. And He gave me the desires of my heart by making us missionaries to Europe, and this is our 6th trip to Europe. Und seitdem hatte ich auch den Wunsch, dann Missionsreisen zu machen, und jetzt sind wir das 6. Mal in Europa. So I just want to encourage all of you that I know that He will do the same for you. And He loves each of you so much. And that has been, the beauty is learning about God's love, deep, deep love. It's my favorite subject to study. Desire of Ages, I just love reading that book over and over and over again and learning more and more about His love. So, ja, ich möchte euch ermutigen, dass Gott genau das Gleiche auch für euch tun kann, wenn man ihn erfahrt. Das ist so wunderbar, und ich liebe auch besonders das Buch Sieg der Liebe zu lesen. Es ist wirklich sehr schön, was Gott für einen tun kann. He loves you no matter how far you have gone into sin. Er liebt euch, egal wie tief ihr gefallen seid in Sünde. He loves you no matter how far away you've gone from Him, even when you were with Him. Er liebt euch, egal wie weit ihr von ihm weggegangen seid. Er wird bei euch sein. He loves you even when you don't know how to love Him back. Er liebt euch, selbst wenn ihr nicht wisst, wie ihr ihn zurücklieben könnt. And He's going to tell you that my righteousness I put upon you, not because of what you do, but because of my love for you. Er sagt euch, dass er gerecht zu euch ist, nicht wegen dem, was ihr für ihn getan habt, sondern gerade weil er uns so sehr liebt und weil er das für uns getan hat. So He wants to give you special moments where He reveals His love to you. Er möchte euch ganz besondere Momente mit ihm geben, wo er uns seine Liebe zeigen kann. He's done this for me, and so I'm longing that you experience that with Him as well. Er hat das für mich getan, und ich wünsche mir, dass er auch genau das für euch tun kann. Okay, that's it. Thank you so much for listening. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.